Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Frage und gar nicht so einfach zu beantworten. Also wir haben mit Asunción, der Hauptstadt, eine Stadt mit über 2 Millionen im Großraum Einwohnern. Das ist eine moderne Großstadt. Also dort gibt's Glaspaläste, dort gibt's Shoppingcenter, dort gibt's 3D-Kino. Wenn man hier in ein Shoppingcenter geht, das könnte man in München abstellen. Man sieht keinen Unterschied. Es ist genauso schön, es ist genauso teuer, es gibt die gleichen Geschäfte, es gibt die gleichen Waren. Also das ist definitiv auf erste Weltniveau. Auch die Autos, die man in den Straßen von Asunción sieht, da sind neue Audis dabei, neue Mercedes S-Klasse, BMW, Porsche. Porsche hat eine Niederlassung hier, eine eigene. Man sieht Porsche Cayenne regelmäßig. Also die sind definitiv nicht arm. Auf der anderen Seite gibt es, ich will das Bild eines Schneemanns heranziehen. Ein Schneemann hat zwei Kugeln. Eine große Kugel, das ist der Körper. Und eine relativ kleinere Kugel, das ist der Kopf. Und der Körper, das ist das paraguayische Volk. Das ist eine große Masse von sehr, sehr armen Menschen, die teilweise 300 Euro verdienen im Monat und sich damit gut bezahlt fühlen. Das ist eine große Masse. Die haben keine Ausbildung, die sind nicht übertrieben fleißig, aber sie sind soweit zufrieden und machen ihre Arbeit in ihren Möglichkeiten. Und dann gibt's den Kopf. Was es nicht gibt, das ist der Hals. Der Hals, das ist die Mittelschicht. Also die Mittelschicht ist bestenfalls so dünn wie ein A4-Blatt. Ja, also da kann man ein Blatt dazwischen schieben. Mittelschicht gibt's kaum. Mit Mittelschicht wären so jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Lehrer, Anwälte, Ärzte und sowas. Da gibt's wenig davon. Na, das teilt sich. Also die Lehrer, die würden mit diesen 300 bis 600 Euro pro Monat noch in den oberen Teil vom Körper fallen. Viele Ärzte auch. Okay. Also es gibt einfache Ärzte, die haben Medizin studiert, die nehmen für eine Sprechstunde, sagen wir, 80.000 Guaraníes, das sind grob 10 Euros. Aber es gibt auch die wenigen Leute, die gut sind. Wer gut ist, im Paraguay automatisch reich, weil die Konkurrenz ist schlecht und die Bezahlung lässt sich sehen. Also ein Arzt, der gut ist, der verlangt nicht für eine Sprechstunde 80.000 Guaraníes, der verlangt 350.000 für 20 Minuten. Und jede angefangene 20 Minuten der Preis extra. Beim ersten Arzt kannst du einfach hingehen. Beim zweiten, beim teuren Arzt hast du eine Warteliste von 2 Monaten, bis du drankommst. Wer gut ist, der hat in Paraguay wirklich alle Chancen, weil gute Leute sind ja extrem selten. Und das, was man verdient, kann man behalten. Auch in der Landwirtschaft. Die Sojaproduzenten mit einer großen Fläche, die haben oft 2 Ernten im Monat und die haben pro 2 bis 3 Millionen US-Dollar Einnahmen. Die haben ihre Kosten fürs Personal, die haben ihre Maschinen, aber sie zahlen keine Steuern. Die können das behalten, vollkommen legal. Ja. Und das macht eben den Kopf. Die Oberschicht ist hier deutlich größer als in anderen Ländern.